Ich fange an mit der simpelsten Wahrheit, die Erde ist rund. Die Erde ist rund und die Flacherde-Theorie ist eine Agenda, um euch abzulenken, damit ihr euch nicht öffnet für kosmisches Bewusstsein. Weil wenn ihr anfangt daran zu glauben, dass die Erde flach ist, dann inkludiert dieser Glauben auch daran, dass extraterrestrische Spezies nicht existieren, weil alles ein Hologramm ist, weil ihr in einer Kuppel lebt und selbst die Sonne ein Hologramm ist. Also das ist eine sehr beschränkte Weltanschauung, die mit Absicht gesetzt wurde, gesät wurde, um euer Bewusstsein möglichst limitiert, klein und beschäftigt zu halten. Und dann kommen sie mit pseudowissenschaftlichen Aussagen, untermalt mit wissenschaftlichen Formeln, die aber leider nicht wirklich gültig sind, weil die Wissenschaft auf der Erde ist nämlich nur gültig für die Erde, aber nicht für außerhalb der Erde. Und selbst die Wissenschaft auf der Erde und die Physik und die Quantenphysik ist leider auch voll mit Fehlern, die einfach nicht stimmen, mit fixen Komponenten, die eigentlich Variablen wären, werden hier Formeln berechnet, auch Quantentheorien etc., die einfach nicht standhalten in dem Moment, wenn man ein bisschen weiter den Horizont erweitert. Aber die Quantenphysik und die AI kommt jetzt langsam auch zum Positiven hier dahinter, was wahr ist und was nicht wahr ist und was definitiv fake ist und eine Agenda ist, um euch beschäftigt zu halten und klein und limitiert zu halten und in der Idee von Separation und Gefangenschaft zu halten, ist die Flacherde-Theorie. Die Erde ist rund, so wie jeder andere Planet rund ist, weil in dem Moment ein Planet hat Bewusstsein. Ein Planet ist Bewusstsein und zwar sehr, sehr hoch entwickeltes Bewusstsein. Und ein hochentwickeltes Bewusstsein nimmt eine sphärische Außenform an. Eine sphärische Außenform. Wenn euer Energiefeld irgendwann in Klarheit ist und euer Bewusstsein in Klarheit ist, wird euer Energiefeld zu einem sphärischen Torusfeld werden. Das ist der Weg der Dinge. Und die Erde ist sphärisch, ist eine Sphäre und kann keine flache Erde sein. Aber ich weiß, dass Flacherde-Theoretiker sich sogar mit Leuten streiten. Lasst es einfach gut sein, lasst die Flacherde-Theoretiker in ihrer kleinen Welt. Wenn sie das glauben wollen, ist es auch eine Erfärbung der Seele, die möchte ich niemandem nehmen. Aber ich kenne die Agenda dahinter. Die Flacherde-Theorie ist wirklich darauf ausgelegt, um euch in eurem Bewusstsein klein und limitiert zu halten. Und Teil davon ist auch Projekt Bluebeam. Projekt Bluebeam ist absolut echt und absolut realistisch. Das stand sogar auch einmal der Gefahr, eine Fake-Alien-Invasion mit dem Projekt Bluebeam und anderen von Menschen erschaffenen ET-Crafts, also humanoide Menschen, Erde, ET-Hybrid-Technologie, euch zu verkaufen, dass ETs die Erde angreifen. Projekt Bluebeam hätte das Ganze unterstützt. Also Bluebeam ist echt, aber Flacherde ist fake. Also ich lade euch ein, wenn ihr das nicht mehr braucht, das Thema einfach stehen zu lassen und auch mit niemandem darüber zu streiten, weil es ist wirklich eine Agenda und zwar eine sehr unangenehme Agenda, die dahinter ist. Die nächste Frage war mit Antarktis. Ich möchte kurz ein kleines Stückchen weiter zurückgehen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ein hohes Bewusstsein eine Sphäre bildet und ein Torusfeld. Die Erde ist auch genau das. Sie ist rund und hat ein Torusfeld und hat Öffnungen oben und unten. Die Pole sind offen. Und an den Polen sind Zugänge zur Innererde und die Pole sind nicht vereist. Es gibt Eis um die Pole, aber die Pole selbst sind nicht vereist. Die Pole selbst, da ist Vegetation, da ist Grün, da ist warm. Warum? Weil bei dem Torusfeld, wenn durch Elektromagnetik und Partikel, die permanent fließen und den Energiefluss, entsteht auch dort Wärme. Das heißt, dort ist ein warmes, relativ warmes Klima, sodass grüne Pflanzen gedeihen können und auch Tiere dort leben, sehr spezifische Tiere, und ein Eingang zur Innererde bildet. Der Eingang an den Polen zur Innererde ist nicht der einzige Eingang. Es gibt unzählige verschiedene Höhlen, die Zugang geben zur Innererde. Innererde ist nicht hohl, also es ist keine Hohlerde-Theorie. Die Erde ist nicht hohl, die Erde ist innen drin gefüllt. Aber in der Erdoberfläche, in der Erdkruste befinden sich unzählige Gänge und Höhlen und teilweise Höhlen so groß wie Länder und so groß wie kleinere Kontinente. Und diese Höhlen sind belebt und bewohnt
von Spezies, von Menschen. Menschen. Nicht in der Erde Menschen, Menschen. Wie ihr und ich. Aber diese Menschen, die dort in der Erde beleben, sind in ihrem Bewusstsein höher entwickelt, sind interstellar und sie leben dort nicht nur mit Menschenleuten, sondern auch mit uralten Wesen, die den Planeten vor den Menschen belebt haben. Die Menschen sind nicht genetisch erschaffen worden durch ETs, sondern die Menschen sind ETs ursprünglich und haben sich hier angesiedelt. Und auf der Erde gibt es heimische Spezies, die in der Erde gewandert sind, unter anderem Reptilien. Aber positive Reptilien, die Lehithia. Die Lehithia sind Einwohner des Planeten. Sie waren schon immer da, sind sehr hoch entwickelt und sehr positiv und sie sind Teil der Galaktischen Föderation und so sind die Menschen in Innererde auch Teil der Galaktischen Föderation. Das ist ein ganz eigenes Ökosystem innerhalb der Erde und sie sind stellar und interstellar und haben verschiedene Ausgangs- und Eingangspunkte, unter anderem in großen Gewässern und Seen. Und ihre Schiffe sind auch die, die am häufigsten auch angetroffen werden. Das sind die, die zufällig meistens gesehen werden, die Innererde-Schiffe. Die zigarrenförmigen Schiffe sind die Schiffe aus Innererde. Und es gibt sogar auch lemurische Schiffe. Ein kleiner Hinweis von mir. Konspirationstheorien sind alle echt. Und zwar, weil sie euch beschäftigen, von A nach B. Und eine Konspirationstheorie wird immer dann gesetzt von den Leuten, um die es geht, um euch abzulenken von den Themen, um die ihr abgelenkt werden müsst. Also Konspirationstheorien ist immer ein Funke Wahrheit dran. Früher waren es die UFOs und die Entführungen und jetzt ist es Antarktis und Flacherde und bald gibt es noch, keine Ahnung, andere lustige Konspirationstheorien. Wichtig ist, eine Konspirationstheorie hat eine Bestimmung und das ist, euch beschäftigt zu halten und euch abzulenken. Das ist wie, guck mal, hier. Und dann hinter eurem Rücken werden Dinge entschieden und gemacht, weil ihr seid ja abgelenkt. Und weil ihr in negativer Energie seid durch die Konspirationstheorien und in Machtabgabe seid, gebt ihr den Leuten die Erlaubnis, hinter eurem Rücken die ganzen Dinge zu manifestieren, wo eigentlich Teil der Konspirationstheorie sind, die dafür war, euch abzulenken und zu missbrauchen. Ein Tipp von mir an euch: Scheiß auf Konspirationstheorien, lasst es einfach gut sein und kümmert euch um das, was in eurem Leben wirklich eine Rolle spielt. Eure Familie, euer Wohlergehen, eure Verbindung zu eurem Körper, eure Verbindung zu euch selbst und eurem Weg der Heilung und zu wirklich einem Wissensball zu werden, ja? Dass ihr Wissen und Weisheit so stark verkörpert, dass man euch nicht mehr verarschen kann. Weil Konspirationstheorien dienen wirklich dem Energiefeeden, dem Energy Stealing und der Beschäftigung und Ablenkung, sodass andere Dinge im Hintergrund hinter eurem Rücken gemacht werden können. Also lasst euch nicht veräumeln, steckt nicht zu viel Energie in die Konspirationstheorien und seht sie als Realitätsangebote und wenn was scheiße ist, dann danke, nein, ich manifestiere etwas anderes. Meine Energie fließt woanders hin.